warten auf den Herrn Simpson, aber es ist ganz lustig. Also der Workshop sieht auf jeden Fall ganz vielversprechend aus, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, wenn man so ein bisschen durchschaut. Ich hoffe, dass wir daher ein bisschen besseren Einblick in die Projekte bekommen. Aber es ist ein cooler Workshop. Das ist mal sowas, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist ziemlich ähnlich zu unserem Workshop. So. Also gut, dass der Prüfstand mitten in der Werkstatt ist ein bisschen krass, finde ich, aber ist okay. Also wenn das in England so ist, okay. Aber es sieht vielversprechend aus, ziemlich krasse Autos hier. Kannst ja mal ein bisschen rumlaufen und schauen. Ja, ich guck mal, ob er jetzt frei ist. Schauen. Wir sind bei Simpson, sehr interessanter Workshop, in Englisch very impressive, also sehr beeindruckt von allen Projekten, die hier so stehen. Haben 2F40 gesehen, super viele Motoren, super viele Teile, also sehr interessant. Da kommt auch unser F40 her, die haben einen Prüfstand hier, also ist alles ziemlich interessant und ziemlich spannend. Sieht auch alles sehr professionell aus. Wir werden sicherlich das eine oder andere Bild einfügen und ja, muss ich sagen, wir haben krasse Workshops in den letzten 24 Stunden gesehen. Also von daher auch, was man so bauen kann. Das ist das, was ich in England so krass finde, weil die bauen ja einfach und das ist hier auch so. Also die haben Machining Tools und Bearbeitungsstände noch und nöcher und bauen einfach. Also als wir zu Genway gefahren sind, genau das gleiche in Grün. Ne, war ja nicht mal dazwischen, wollte ich gerade auch sagen. Also die Vielfalt an Workshops, die ist ja total krass. Also wir haben ja wirklich von diversesten Niveaus an Werkstätten hier jetzt alles gesehen und jeder arbeitet auf eine andere Art und Weise. Und auch auf einem anderen Niveau. Ganz genau. Also so sagen. Bei dem einen, da sieht es aus wie im Labor, wie in der Chirurgie. Und da musst du dir noch die Füße abtreten, bevor du da reingehst. Und bei den anderen, da denkst du dir, oh Gott, wenn ich jetzt hier, aber dann sehe ich gleich aber aus wie der Letzte. Ne? Ja, aber hier ist schön. Hier ist gut. Super schön. Also einer der besten. Ja, es ist wirklich ein sehr schöner Workshop. Sehr nette Leute, muss man sagen. Also Julian Simpson hat sehr netten Eindruck gemacht. Also sehr beeindruckt. Sehr schöne Firma. Sehr interessante Autos. Und auch, wie gesagt, ich finde es nur krass, was die alles in-house bauen, wo die für ihre Spezialisten haben. Sehr interessant. Also echt coole Nummer hier. Von daher. Absolut. Cool. Ja, fahren wir weiter. Fahren wir weiter. Am nächsten Tag. Moin! Moin. Ja. Alter, ich bin Arsch. Ich war gestern indisch essen, das zweite Mal im Leben. Und gestern Abend ist mein Bett eingekracht. Ich weiß, dass ich ein Gewichtsproblem habe, aber das ist so deutlich, das wusste ich auch noch nicht. So, wir sind bei ME. Machen es auch wieder auf Englisch. Für den einen oder anderen interessiert es. Ich habe Matt über das Problem erklärt gestern Abend. Matt hat gesagt, Jan, warum verbaut ihr nicht bei allen Autos ME-Steuergeräte? I just want to tell the people, because we had that discussion with Audi coils, etc., that we now found a solution. Und er hat gesagt, warum verbaut ihr nicht immer ME-Steuergeräte? Das ist okay, es gibt 3 grundlegende Probleme für uns mit den Steuergeräten bei Time-Attack-Autos oder bei krassen Aufbauten. Dass wir nicht so frei sind in der Nutzung der Trigger Wheels, also quasi der Drehzahlerkennung, dass wir keine Audi-Zündspulen nehmen können, sondern nur die Toyota-Zündspulen, weil wir haben nicht so gute Erfahrungen mit den Toyota-Zündspulen gemacht. Und der letzte Punkt, der uns auch ein bisschen gestört hat, war, dass der MAP-Sensor bei 1,3 bar Feierabend macht. Für alle Serienautos war das beste Steuergerät gewesen oder immer noch, aber wenn es darum ging, dass wir halt krass aufgebaute Autos hatten, dann war die
Kompatibilität auf andere Umbauten sehr begrenzt. Matt hat gesagt, okay, sie tun was und sie haben was getan und er will uns ein bisschen was darüber erklären. So I talked to the guys and said, okay, we have the point that we had the issues in the past with the Audi coils, or with the trigger patterns, and with the 1.3 bar map sensor, so that we discussed about that, and now there is the ME442. Yeah. So what we've done is we've redone our core that goes on the baseboards. So this thing has a lot more features than the original one. So this one will support the VAG coils. It also has a few extra things like inbuilt wideband with a Bosch controller, dual CAN bus, USB, SD logging, accelerometers and gyros, EGT, drive-by-wire, loads more I/O, loads more spare inputs and outputs, multiple trigger support now. Just give me a short moment. So what he shortly introduced, oder was ganz kurz hier erklärt hat, dass das versteht, das kleine Board ist das Motorsteuergerät, das jetzt kommt, ME442, wie es hier steht. Auf dem Steuergerätboard ist der Wideband Controller, also das, was ihr von IEM, Innovate, Sitronics in den letzten 3-4 Jahren immer bestellt habt, ist hier schon mit bei. Das heißt, das Einzige, was wir brauchen, ist eine externe Lambda-Sonde, kostet 100 € und es ist komplett mit in der Motorsteuergeräte-Software mit integriert. Das heißt, die Regelungsstrategien sind wie bei einem Originalsteuergerät, wie bei einer Bosch MED 7.1. Das heißt, wir können sogar über die Lambda-Sondenheizung Abgastemperatur messen, ohne einen externen Abgasttemperatursensor. Also das ganze Teil ist richtig kompatibel. Matt wird jetzt in Englisch, ich versuche hin und wieder mal einzugreifen, wenn es sehr, sehr technisch wird oder wenn es ein richtig krasses Detail ist, eingreifen und es nochmal in Deutsch zu verdeutlichen. Auf jeden Fall der absolut richtige Weg, und das Geile ist, wo jetzt die gerade dran am Arbeiten, er hat es mal ganz kurz erwähnt, Drive-by-Wire, das heißt elektronische Drosselklappe. Wir kennen das ein bisschen aus dem MX-5 oder allen modernen Autos, aber, und jetzt kommt der Clou, Miata Roadster, oder wir werden da vielleicht auch nochmal entsprechend arbeiten, im NA-MB-Sektor wäre das halt richtig schön, wenn man auf eine elektronische Drosselklappe umbaut, weil wir können, das nennt sich Anti-Phase and Phase Boost Strategy, das heißt, wir können, wenn wir mal so weit sind, nach Drehmoment ein Auto abstimmen. Das heißt, wie ein modernes Auto. Wir haben weniger Abgastemperatur, viel bessere Fahrbarkeit etc. Aber Matt wird jetzt nochmal entsprechend darauf einsteigen. So, just show the features of the ME442. So what the actual components and stuff are? Yeah. Yeah, so as I say, so what we've mainly added to this is we're using the same proven software core of the 221. We've added 8-cylinder support as standard, so you can run sequential, you can put a V8 in MX-5 now and run it. And as I say, you've got the wideband Bosch controller section, you've got your drive-by-wire, dual CAN bus, SD logging. We've changed to USB now as opposed to RS2. So is it possible for you to return readiness codes? OBD2 support we're adding to get for some of the guys in the US market, yeah. So yeah, we have CAN bus support. So the short answer is yes. It's just software to add that. Also das hatten wir letzte Woche gerade in Diskussion, dass wenn wir ein Auto, weil wir haben ja diese Euro 1, Euro 2 Diskussion in Deutschland gerade, mit der ME442, wenn wir die Möglichkeit finden, alle Readiness Codes zu bekommen, können wir eure Umbauten auf Euro 3 schlüsseln mit dem Steuergerät, weil dann können wir eine externe UBD-Dose legen und ihr könnt bei der AU mit einem Readiness Code arbeiten. Das ist quasi der Segen für alle MX-5-Fahrer im Moment. That was it really. Yeah, and I say also one thing we've added as well for the track guys is the gyro and accelerometer, so you can see what's going on with the car. And also EGT as well for exhaust gas temperature measurement. Yeah, we discussed last week about she probably saw we made a Facebook post about the CAN check. You saw that? Yes. I've been speaking to Henrik. Is it Henrik? Yeah. So he's adding that in now. Yeah. It's a really good feature thing because I do not really like lots of gauges in the car, and we can get all the stuff in one screen, one gauge. So just tell me what do you think about the product? And I mean it's great actually. The one thing I'll say about that is because we've got the onboard wideband and no gauge, people usually want a gauge when they have a wideband, so we'd be using something like the CAN check gauge to work as a reporter for this. So you can keep your eye on EGTs and and wideband. It's perfect for this product. Yeah. So it will absolutely work the CAN check with the ME442. Absolutely. So yeah, so like hat gerade nochmal erklärt, also das CAN check wird 100% kompatibel sein mit der ME442. Also es ist wirklich ein super geiles Steuergerät aufgrund der Regelungsstrategien, keine Probleme mit Lambda-Sonden und. Also wir kommen immer näher mit dem MX5-Umbau an
ja, an ein Serienfahrzeug rein. Und das Beste an der ganzen Nummer, Matt told me it will be under $1,000. So the MX-5 range, yeah, the other range of the Nissans and all the other cars will be, you know, price dependent on the feature set, but yeah. Also wir werden anfangen unter einem Tausender für das Steuergerät. Yeah. Also was super, super geil ist. Also wie gesagt, Funktion wie eine MS3 und sind wirklich sehr, sehr preissensibel mit dem ganzen Produkt. Also das ist auf jeden Fall sehr geil. Was ihr hier seht, wo wir uns hier gerade vor aufhalten, ist ein bisschen aufgebaut. Wir haben zwei Zündspulensets, wir haben eine Lambda-Sonde, wir haben eine Drosselklappe, wir haben einen Drehzahlsensor. Der eine oder andere kennt es. Nockenwellenkontrolle. We also talked about yesterday's solution because of the VVT. Yeah. We are thinking about to do together for the NC a PMP ECU. Yeah. Yes. Also wie gesagt, alle MX5 NC-Fahrer, die sagen, mit Ecotec komme ich nicht so weit, gerade bei Saugern, mit Einzeldrosseln und sowas, können wir Drive-by-Wire, also die elektronische Drosselklappe, komplett mit dem Steuergerät fahren und können frei programmierbar fahren mit einem direkten Plug-and-Play-Eingriff. Und das für ein Steuergerät unter 1000er, also wirklich sehr geil. Von daher, just show a bit the office, the headquarter of ME. So yeah, don't look in there, there's a mess. That's for engine burner in here. So this is where we, so this is the UK side of the office. So here we've got Sam, usually Stu, who's away on holiday, sits over there and does the support and so on. I'm over here sort of designing circuit boards and laying things out. And then over in our Romanian office we've got Alex and Andre, and they do the software design. So they do all of the tuning software, they do all of the you know, the embedded design and stuff like that. So it's myself and Alex's company, and yeah, we just keep going. Okay, thank you very much, Matt, for the short introduction and the good news about the ME442. And now we just head over to MTech and just have a short look around. Yeah, sure. Yeah. Okay, thank you.